You wanted the best, you got the best. Es wird wieder Zeit für Vinyl Army. Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute natürlich wieder Kiss an. Und heute gucken wir uns ein Picture Disc Set an, das ich wirklich zu meinen Lieblingen fast mitzähle von den nicht offiziellen. Es ist ein Vierer-Set. Man bräuchte nicht alle vier, wenn man nur die Musik haben will, weil auf jeder Platte ist das dasselbe Konzert drauf, aber man bekommt natürlich 4 unterschiedliche Editionen und das ist für mich das Wichtige. Das Konzert darauf werdet ihr in den Shorts hören. Da werde ich natürlich wie immer einen kurzen Schnipsel euch zeigen, wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Heute gucken wir uns die Platten an und wir starten mit Peter. Es ist in jeder Scheibe ein riesen Poster drin. Das zeige ich euch erst am Ende alle 4, weil die Poster sind riesig. Die kriege ich hier nicht auf den Tisch und ich lege die dann auf den Boden und werde die dann abfilmen, weil das macht hier auf dem Tisch keinen Sinn. Und die Poster sind wirklich so genial, dass wir uns die auf jeden Fall ganz angucken müssen. Das ist so das Highlight, finde ich, auch von diesem Set. Starten wir aber mit der Scheibe. Wir haben hier Kiss Portland Kingdom aus der Dynasty-Zeit. Meine mit Lieblingskostüme der Kiss-Zeit. Ich liebe diese völlig übertriebenen Kostüme. Gerade Gene und Ace haben mir in der Zeit besonders gut gefallen. Wir haben hinten drauf einmal alle die Platten, die es gibt. 12 seconds later. Jo, dass ich manchmal sehr unvorbereitet in Videos reingehe, hat sich gerade wieder gezeigt. Als ich die Platte hier hinten angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass da ja noch eine 5. Version existiert. Und ich musste erst mal gucken gehen, ob sie in meiner Sammlung unten dabei ist. Und tatsächlich, ich habe auch die schwarze Schallplatte. Also, die schauen wir uns am Ende einfach an. Wir gucken jetzt erstmal die 4 Versionen an. Wir haben hier halt Peter immer noch und gucken einmal rein. Hier haben wir das Poster drin in der Seite und hier haben wir die wunderschöne Picture Disc. Ihr seht es schon, das Bild, wo Peter ein bisschen angesoffen aussieht. Und dann haben wir hier die Picture Disc. Ich hole die einmal raus. Das Bild ist okay von der Schärfe her. Sieht gut aus. Auch da sieht man, dass Peter einen leichten Schleierblick hat. In der Zeit ja wohl ein bisschen dem Alkohol zugeneigt. Und dann haben wir hier ein Bandmotiv. Sehr, sehr cool, so mitten im Shooting anscheinend. Paul guckt ein bisschen belämmert in die Ecke, Ace guckt irgendwo auf den Boden. Und dann haben wir hier die Tracks, die drauf sind. King of the Nighttime World, Let Me Go Rock'n'Roll, Move On, Calling Dr. Love, Firehouse, New York Groove, Christine 16, I Was Made for Loving You, Shout It Out Loud, Black Diamond, Detroit Rock City, Bess und Rock'n'Roll All Night. Das Ganze am 28. Juli 1979 in Portland aufgenommen. Ja, das ist die Peter-Version. Ich packe sie wieder ein, dann gucken wir uns Ace an. Jo, hier haben wir Ace. Sieht auch nett aus. Man sieht jetzt immer hinten, unterscheidet sich das natürlich unten immer diesbezüglich, dass halt die Ace-Platte fehlt und diesmal Peter dabei ist. Ich kann euch das ja mal einmal zeigen. Hier sieht man dann, dass natürlich Peter fehlt und und so weiter und so weiter. Ansonsten ist das Ganze hinten identisch aufgemacht. Ja, vorne das Bild von Ace, sehr, sehr cool. Ich liebe das Kostüm, das beste Ace-Kostüm, was bisher in der Kiss-Ära existiert hat. Sehr, sehr cooles Ding. Und wir klappen das einmal auf. Und auch da haben wir natürlich ein wirklich wunderschönes Bild von Ace. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und hier auf der anderen Seite ein bisschen leicht anders, wahrscheinlich selbe Shooting. Und die Platte ist einfach nur wunderschön, ein absolut cooles Bild, eine richtig coole Picture Disc. Und dann hier ein etwas anderes Bandbild drauf. Hier gucken alle mal vernünftig in die Kamera, das ist wohl ein gelungenes Bild. Sehr, sehr cooles Teil, die Ace-Scheibe wirklich ein absolutes Highlight, auch von der Farbgebung her. Sieht das Motiv wirklich richtig schön aus. Gehen wir weiter zu Paul, bevor ich zu meinem Liebling Gene dann wieder komme. Das ist die Front hinten drauf, brauche ich jetzt nicht groß zeigen. Fehlt natürlich Paul in der Viererreihe. Und wir gucken einmal rein. Und auch hier sehen wir
Ein sehr, sehr cooles Bild von Paul. Auch das Kostüm von Paul fand ich mit am coolsten, besonders mit dieser ja, pinken Jacke, die er immer noch drüber hatte. Die sehen wir jetzt auf der Picture Disc etwas besser. Da seht ihr sie, das sieht wirklich richtig cool aus, das Bild. Mit dem ganzen Glitzerstein dran. Und dann haben wir hinten wieder ein Bild, das anders aussieht. Auch ein cooles, gelungenes Motiv, muss man sagen. Richtig schön. Also eins meiner Lieblings-Picture-Disc-Sets mit, was halt mal nicht ein Boxset ist, sondern einfach so eine 4er-Edition. Das Teil hier ist wirklich echt rundum gelungen. So, kommen wir zu Jean, bevor wir zur Band-Version kommen und uns die Poster angucken. Das Bild, muss ich gestehen, finde ich nicht ganz so cool. Den Umhang fand ich auch damals nicht ganz so cool. Der wurde nachher natürlich eher der rote, große Umhang. Der sah ein bisschen besser aus. Hinten drauf wieder, brauchen wir nicht drüber reden, fehlt natürlich Jean in der 4er-Reihe. Und dann haben wir hier dieses coole Bild. Ich habe dieses Kostüm einfach ja, geliebt. Ich liebe diese Zeit. Jean sah so cool aus in der Zeit. Auch das Make-up fand ich von Jean zu der Zeit mit am coolsten. Und ja, das, was soll man dazu sagen, die Picture Disc ist einfach für mich ein absoluter Traum. Geniales Teil. Und dann hier nochmal wieder ein bisschen anderes Motiv. Sieht ähnlich aus wie das eine, aber man merkt trotzdem, weil Ace ein bisschen anders guckt, dass es 4 verschiedene Motive sind. Und das hier ist einfach nur ein Knaller. Ich liebe das. Absolut schön. Ich liebe die Jean-Edition immer. Es sind immer meine Lieblinge von den ganzen Platten. Meistens dann Ace an zweiter Stelle, dann kommt immer Paul und dann Peter. Absolut krass. Es sei denn, es ist Eric Carr dabei, dann ist es meistens Jean, Eric Carr und dann geht's weiter. Aber das hier, ja, absoluter Knaller. Jetzt gucken wir uns die Schwarze an. Jo, da haben wir sie. Das Bild passt jetzt nicht ganz so rein, weil das hier ist wieder so ein bisschen, ja, das ist das erste Dynasty-Kostüm mit diesem leichten, nicht so Dracheneffekt und steinigen Effekt, sondern eher so ein bisschen, ja, wie so kleine Perlen drauf oder so. Ja, hinten drauf fehlt hier natürlich die Hauptplatte, also das Bandmotiv. Und hier haben wir ein cooles Live-Motiv in der Mitte, weil das natürlich keine Picture Disc ist, sondern wir haben hier natürlich einmal schwarzes Vinyl, ein bisschen meliert, wie ihr seht, da ist ein bisschen was durchzogen. Und dann haben wir da das ja, Label-Motiv drauf, das ist auf beiden Seiten identisch. Ansonsten, ja, Inhalt auf der Platte natürlich wieder gleich wie bei den anderen, da unterscheiden die sich alle nicht. Man hat 5-mal dieselbe LP in unterschiedlichen optischen Ausführungen. Und jetzt das Highlight, wir gucken uns die Poster an. Es sind halt 6 ausgeklappte Käfter von einer fast Schallplattengröße und das sieht wirklich richtig gut aus. Wird 60 x 90 sein, das Poster ungefähr. Absolut top. Ist natürlich jetzt das Bandmotiv. Ich fand leider bei der Tour war es immer sehr, sehr dunkel auf der Bühne. Man hat kaum gute Bootleg-Videos aus dieser Zeit, geschweige denn gute Bühnenfotos. Sehr, sehr dunkle Bühne zu der leider ja, meiner Lieblingszeit und ist wirklich ein bisschen schade. Und das K sah immer sehr komisch aus damals von der Aufmachung her. Es ist nicht so dieses typische KISS-K. Es sieht ein bisschen aus wie, als wenn ich in der Grundschule immer KISS auf meinem Buch geschrieben habe. Da sah das K auch immer so aus. Aber cooles ja, Motiv. Wir gucken uns jetzt die anderen Poster an. Da haben wir Peter und Ace. Das Ace-Poster ist wirklich richtig gelungen. Super schön. Cooles Motiv. Dann haben wir hier Paul. Auch das sieht wirklich richtig gut aus. Und natürlich mein Lieblingsposter aus der Reihe. Das Jean-Poster ist ein absoluter Knaller. Da kann man echt nichts sagen. Das ist wirklich rundum ein gelungenes Set und deshalb auch eines meiner Lieblingssets, weil die Poster einfach genial sind. Die Platten sehen genial aus. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Soundtechnisch hören wir uns das an. Ich muss gestehen, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie die Qualität ist. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil ich höre die Live-Alben mir nicht groß an. Es geht mir hier wirklich um genau diese Sachen. Diese Beilagen sind für mich das Wichtige bei diesen nicht offiziellen KISS-Pressungen. Und ja, geiler kann man es einfach nicht haben. Ich hätte mir gewünscht, dass bei den offiziellen Pressungen
sowas damals bei gewesen wäre, das wäre schon genial gewesen. Also Knaller, ich bin begeistert. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und natürlich ein Abo würde mich freuen, wenn ihr mehr solche Sachen sehen möchtet. Und ja, was bleibt mir anderes zu sagen als Keep on Rockin'. Tschüss.